Ich gehe kaputt, warum habe ich dann 5k von denen? Also ein paar Leute sagen, du sollst sie aufheben. Ich meine, gut, ich schmeiß sie ehrlich gesagt weg. Aufheben, I guess, kann auch nicht schaden. Also bevor man sie wegschmeißt, kann man sie auch aufheben. Wenn man den Inventarplatz dafür opfern möchte, permanent. Weil wohl einige der Meinung sind, oder besser gesagt die Hoffnung haben, dass die gereworked werden. Fände ich persönlich aber ziemlich unfair, muss ich ehrlich zugeben. Ein Item, was bereits existiert, im Nachhinein zu verbessern. Einfach aus dem Grund, eben weil jetzt ist es Trash, jetzt ist es nutzlos. Und die Leute farmen und farmen und farmen, schmeißen es weg, öffnen sie, schmeißen es dann weg oder whatever oder heben es gar nicht auf, was weiß ich. Und dann im Nachhinein macht es extrem gut. Und ja, was passiert dann? Dann ist jeder sauer. Für jede Box, die weggeschmissen wurde, ist jemand extrem sauer dann. Und das finde ich einfach nicht die richtige Herangehensweise. Ich meine, wenn sie wirklich was Besseres machen sollen, sollen sie dann einfach eine zweite Box rausbringen und die erste nicht mehr droppen lassen. Und dann lassen sie halt einfach die verbesserte Box droppen. Das wäre deutlich besser. Ist ähnlich, damals hat vorhin schon jemand als Beispiel genannt, Symbol of Shade. War früher auch einfach komplett nutzlos. Keiner wusste, was wird damit jemals passieren. Viele hatten die Hoffnung, da gab es die wildesten Theorien über Symbol of Shade. Ich hatte selbst auch welche. Meine persönliche Top-Theorie, oder das, was ich mir gewünscht hätte, war, dass sie so einen Shop machen. Ein Symbol of Shade Shop. Und du kannst zum Beispiel für 50 Symbol of Shade kannst du dir eine Smelting-Box aussuchen. Oder, das heißt für 50, für 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall für eine gewisse Anzahl an Symbol of Shade kannst du dir zum Beispiel sehengebundene Products holen oder irgendwas. Einfach, keine Ahnung. Und was kam? Du brauchst Symbol of Shade für die Hero Quest. 100 Stück, glaube ich, pro Charakter. Und du brauchst für diesen Hale's Cloak, so ein Item, so ein Easter Egg-Item, ein Skin letztendlich, der quasi keine Relevanz hat im Game, ist einfach ein Skin. Und da brauchst du, glaube ich, auch 1 oder 5 oder so. Weiß gar nicht, 1 oder 5, keine Ahnung. Aber das ist die einzige Verwendung davon. Und das heißt, das ist immer ein bisschen schwierig. Also momentan ist das ein reines Gerücht, würde ich behaupten. Also es gibt ja noch 0 Sneak Peeks oder irgendwas fürs neue Update. Aber ich finde sowas persönlich immer kacke. Muss ich sagen. Im Nachhinein etwas besser zu machen und das den Leuten halt nicht rechtzeitig mitzuteilen. Ich meine, imagine, du sammelst immer so, keine Ahnung, bis, was weiß ich, 5000 oder, ich weiß nicht, stacken Jewel Gemstones. Ich schmeiß die, wie gesagt, immer weg, deswegen weiß ich nicht, stacken die bis 1000 oder bis 10.000, keine Ahnung. Aber imagine, du sammelst immer bis 10.000 im Inventory, weil du es eh jeden Tag wieder bekommst, schmeißt du jetzt nicht die ganze Zeit weg. Sammelst du immer bis 10.000, dann verkaufst du sie zum Beispiel an NPC oder so. Und dann verkaufst du zum Beispiel heute 10.000 Stück, morgen kommt Update, mal übertrieben gesagt, ja, und morgen plötzlich kriegst du da auch Stufe 5 Juwelen raus oder Pieces oder whatever. Und dann denkst du dir, oh Mann, Alter, hätte ich doch bloß vorher gewusst und was für eine Scheiße und wow. Und wie gesagt, extrem viele Leute werden da extrem sauer drüber sein. Weil wenn man das vorher gewusst hätte, würde jeder sagen, ja, dann hätte man ja aufgehoben und whatever. Also ich finde es persönlich ziemlich schade. Und wie gesagt, halt für viele einfach ein heftiger Schlag ins Gesicht. Außerdem, was man niemals vergessen darf, es gibt Leute mit Testserverzugang. Es gibt Leute, die Game-Dateien oder Daten auslesen können. Das heißt, so eine Änderung wird vorher bekannt sein. Und ob sie dann jedem bekannt sein wird, ich meine, du kannst felsenfest davon ausgehen, dass sie nicht jedem bekannt sein wird. Und allein da wäre natürlich so auch wieder irgendwo ein gewisser unfairer Vorteil da, wenn Leute sicher wissen, dass es kommt. Zum Beispiel Moderator und so, und die sagen das vielleicht ein paar Leuten. Ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass Moderator ihren Freunden Vitamin B-mäßig vorab Infos über Updates gegeben haben und diese Leute dann Vorteile hatten, als das Update kam, weil sie genau wussten, was kommt. Lauter solche Geschichten. Und also was vermeidest du, wenn du einfach ein neues Item rausbringst, das man noch gar nicht vorab kriegen kann? Und das sollten sie meiner Meinung nach machen. Aber du kannst sie trotzdem aufheben. Ich meine, sie machen selten das, was ich will, dass sie tun. Von dem her, ja. Ich meine, wie gesagt, aufheben schadet ja nicht.
wie gesagt, also ob du sie wegschmeißt oder aufhebst, ist ja letztendlich egal. Sie sind so oder so wertlos, aktuell. Und ob sie jemals irgendwie sinnvoll oder wertvoll sein werden. Also ich wage es zu bezweifeln, weil dafür droppen sie einfach zu häufig, weil ich meine, Gala müsste sich ja auch trotzdem darüber im Klaren sein, dass es Leute geben könnte, oder nicht nur geben könnte, sie müssten ja genau sehen, ob es Leute gibt, die zum Beispiel 100 oder 200.000 von diesen Boxen rumliegen haben, mal übertrieben gesagt, auf einem Charakter. Weil man kann die man kann die ja mittlerweile schon seit über 1,5 Jahren farmen. Also wäre auch gar nicht mal so, in Anführungszeichen, übertrieben zu sagen, dass es Leute gibt, die davon zigtausend vielleicht rumliegen haben, weil sie schon die ganze Zeit hoffen, dass da ein Rework oder so kommt. Und allein schon sowas müsste denen auch zeigen, okay, da dürfen wir auf keinen Fall irgendwie die upgraden oder dürfen wir auf keinen Fall die zu krass machen, weil dann hat der eine Spieler 100.000 Stück und alle anderen haben maximal 5.000 oder so. Und dann machen wir den einen Spieler zum reichsten Spieler im Universum. Wäre auch irgendwie dämlich. Unfair. Oder was heißt unfair, aber... Ja, ist aber schwierig, ein anderes Wort als unfair zu benutzen, aber es ist einfach blöd. Es ist einfach leicht vermeidbar, indem man einfach neue Items released. Neues Update, neue Items und die sind dann nicht mehr Arsch. Alte Items random updaten ist... finde ich nicht so cool. Außer man kommuniziert es klar vorher, aber das werden sie 1000%ig nicht machen, weil Gala kommuniziert niemals irgendwas. Das heißt, das kann man schon mal von vornherein ausschließen, dass das passiert. Also sollten sie es einfach lassen. Um einer Menge Leute eine Menge Ärger zu ersparen, sozusagen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. War es nicht wirklich, aber ja. Also aktuell kannst du damit nichts großartig machen. Einfach aufheben, Itemate Jewel Gemstone. In der Hoffnung, dass vielleicht was damit passiert. Und wenn nichts damit passiert, dann kannst du sie ja irgendwann immer noch wegschmeißen. Ich meine, dafür hat man ja Lagerchars oder Gildenlager oder so, wo man sie dann einfach reinpacken kann. Und ich weiß nicht, ob man sie ins Gildenlager legen kann, aber ich gehe mal stark davon aus.